Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian, aka Zyrae von cyraepiano.de und im heutigen Video und auch in den kommenden Videos werde ich euch das Stück River Flows in You mal zeigen, also euch zeigen ausführlich, wie ihr dieses Stück am Klavier spielen könnt. Wenn ihr wirklich Schritt für Schritt das macht, was ich mache, euch das Video bis zum Ende anguckt und auch die kommenden Videos, dann werdet ihr auf jeden Fall dieses wunderschöne Stück selber auf dem Klavier spielen können. Und das auch, wenn ihr wirklich blutiger Anfänger sein solltet. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ihr dieses Stück auch als Anfänger ganz einfach lernen, spielen könnt. Ja, ein Klavierstück wird nicht immer gleich gespielt, also man kann ein Stück immer einfacher und komplizierter spielen und ich habe jetzt hier eine sehr einfache Version, die vor allem für Anfänger geeignet ist. Und das ist ja auch toll, wenn man als Piano-Anfänger mal so ein Stück komplett lernen kann. Erstens, weil man dann spielerisch diese ganzen Grundlagen des Klavierspielens auch lernt, dass man ein Gefühl dafür kriegt und es auch Spaß macht, weil man ja auch direkt ein Stück lernt. Und zweitens, weil man ja dann auch am Ende ein Stück spielen kann und dann auch wirklich mal seinen Freunden, seiner Familie, ja, wem auch immer, hier was Schönes vorspielen kann. Also deswegen finde ich das Ganze richtig klasse. Habe das in 3 Teile aufgeteilt, also jetzt hier heute der erste Teil und dann nächste Woche der zweite Teil und übernächste Woche dann der dritte Teil des Videos. Ich habe übrigens zu River Flows in You auch schon ein Piano-Cover hochgeladen. Also das ist im Prinzip dann diese Version des Stücks, die ich euch hier zeige. Findet ihr hier oben das Video, also auch da gerne mal reinschauen. Falls ihr noch mehr Interesse haben solltet an meinem Content, schaut mir gerne unten in der Videobeschreibung. Da ist mein kostenloser Piano-Crashkurs. Da zeige ich euch in 10 Grundlagenlektionen, wie ihr das Klavierspielen erlernen könnt. Also wenn ihr diese 10 Lektionen absolviert habt, dann könnt ihr auf jeden Fall euch ans Klavier setzen und schon was Schönes auf dem Klavier spielen. Enthält übrigens auch dieses Tutorial von River Flows in You, allerdings dann in einem Video kompakt, das geht so 50 Minuten. Also das, was ich jetzt in 3 Videos aufteile, in meinem Piano-Crash-Kurs in einem Video komplett drin. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal direkt in unser Piano-Tutorial. Los geht's. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber mal direkt hier mit dem Tutorial. Ich spiele euch jetzt mal alles komplett vor. Da könnt ihr dann nochmal genau reinhören in das ganze Stück und danach starten wir mit dem ersten kleinen Abschnitt hier für dieses heutige Video. Also ich spiele euch mal alles hier komplett vor. Ja, und dann geht es im Prinzip wieder von vorne los. Man kann das dann auch hier unten spielen. Ja. Ihr habt doch gemerkt, ich habe auch hier mal immer ein bisschen mit den Höhen variiert. Das ist jetzt im Prinzip dann Geschmackssache. Aber da kann man dann also hier schon bei den Höhen variieren und dann spielt man das so oft weiter, wie man will. Man kann dann auch hier oben, ja. Okay. Und dann wäre hier dann noch der Abschluss. Ja, dass man hier irgendwie das Ganze dann so abrundet. Okay, das jetzt erstmal also grob das ganze Stück. Eventuell, ja, bist du jetzt ein bisschen erschlagen und sagst, wie soll ich das denn lernen? Aber lass mich dir nochmal sagen, es ist wirklich gar kein Problem, wenn man es richtig angeht. Ich werde wirklich alles in kleinere Unterabschnitte unterteilen. Und diese Unterabschnitte werden wir dann ganz oft wiederholen. Und zwar das Ganze dann natürlich auch in Bezug auf rechte und linke Hand. Also ich werde es so machen, wir werden immer erst
Ich werde dir erst den ganzen Abschnitt vorspielen, um den es geht. Dann teilen wir diesen Abschnitt nochmal in einen kleineren oder mehrere Unterabschnitte ein und die dann auch nochmal in linke und rechte Hand. Also ich zeige dir dann, was die linke Hand spielt und was die rechte Hand hier spielt. Ja, und das Ganze dann einfach wiederholen. Also ich werde es dir immer zeigen. Ich werde das jetzt auch nicht immer allzu ausführlich machen, auch in den kommenden Videos vor allem, weil da wird es dann schon sehr viel, sondern ich werde dir immer ein paar Mal zeigen, wie man das Ganze spielt, was es da so zu beachten gibt, und dann kannst du das Video gerne pausieren, dir das Ganze angucken, ja, und das einfach wiederholen, so wie ich das spiele. Einfach immer zurückspulen, pausieren, nochmal angucken und das dann ganz, ganz oft wiederholen. Und wirklich ganz, ganz wichtig, geh wirklich erst zum nächsten Teil über, wenn du den Teil, den wir gespielt haben, wenn du den wirklich perfekt spielen kannst. Dann würde ich sagen, wir fangen in diesem Video einfach mit dem Refrain an. Und zwar spiele ich den einmal komplett vor, also das ist dieser Part. Ja, dann geht es nochmal weiter. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der linken Hand an. Und zwar spielt die linke Hand Fis, Cis, Fis und dann D, A, E. Okay? Hier würde ich auch vorschlagen, dass du erst einmal hier diesen Part übst, also dass wir mit dem Part hier anfangen. Fis, Cis, Fis. Fis, Cis, Fis. Auch in diesem Rhythmus, ja, immer auch auf den Rhythmus, auf die Geschwindigkeit achten, das ist auch ganz wichtig, damit wir uns später nicht mit der rechten Hand hier verhaspeln, weil wir müssen ja dann beide Hände auch zusammenbringen und da müssen wir natürlich alles perfekt drauf haben, nicht nur die richtigen Tasten hier anzuschlagen, sondern die auch in der richtigen Geschwindigkeit anzuschlagen, ja. Also achte auch auf die Geschwindigkeit, auf den Rhythmus. Okay, das ist also der erste Teil hier, den die linke Hand spielt. Fis, Cis, Fis. Das ist der erste Teil, jetzt zum zweiten, also hier das D, das A, das E, ja. Von der Fingerhaltung auch hier wirklich die ganze Hand benutzen und hier mit dem Arm mitgehen, damit wir hier zu dem E hinkommen, ja. D, A, E. Ja, du siehst, ich bewege hier den Daumen rüber, ja. Sonst, wenn ich jetzt hier so steif liegen bleiben würde, würde ich hier zum E nur schwer hinkommen. Eventuell, wenn du größere Hände hast, ist es für dich einfacher, aber ich empfehle dir immer hier den ganzen Körper, vor allem hier den Arm mit dem Ellbogen mitzubewegen. Das ist wesentlich einfacher. Und dann übst du das Ganze auch einfach wieder ganz oft. Ja? D, A, E. Okay. Dann mal beides zusammen. Fis, Cis, Fis, D, A, E. Ja, und das ist im Prinzip schon alles, was die linke Hand hier in dem Part spielt. Ziemlich simpel, ne? Gut, dann gehen wir jetzt zur rechten Hand über. Die rechte Hand spielt folgende Melodie. Ich spiele es dir einmal nochmal komplett vor. Okay, alles klar. Das Ganze würde ich jetzt auch wieder in kleinere Abschnitte unterteilen. Also wir fangen an hier mit diesem Teil. Das war's schon. Okay, den Teil würde ich üben. Also wir spielen A, Ass, A, Ass, nochmal das A, E, A, D. Okay? Wenn das zu schwer ist, kannst du es dir auch noch kleiner unterteilen. Ja, also das ist jetzt hier dir nicht fest vorgegeben. Also du kannst dann auch gerne pausieren und dir das in noch kleinere Abschnitte unterteilen. Du kannst auch diesen Teil hier nur üben erstmal, ja. Das hier so anzuschlagen. Schlag es auch wirklich mit dem kleinen Finger an, nicht mit dem Daumen oder sowas, weil wir brauchen ja hier links
ja, brauchen wir hier links ja die Hand, ne? Nochmal. Also das bitte 100.000 Mal wiederholen, bis du es aus dem Kopf einwandfrei spielen kannst, da gar nicht mehr drüber nachdenken musst, welche Tasten du jetzt hier anschlägst. Wenn du das soweit drauf hast, dann geht's weiter. Dann schlagen wir hier das A an und hier das Cis. Und dann wiederholt sich der Part eigentlich einfach nochmal, den wir eben schon hatten, ja. Und das ist es schon. Also hier A-Cis anschlagen. Das auch gerne üben. Mit Daumen und Zeigefinger am besten. Damit wir hier gleich mit dem kleinen Finger hier rüber springen können. Dann auch gerne mal zwischen diesen Abschnitten das üben, ja. Also sagen, okay, dass wir hier diesen Sprung üben, ja. Dass man hier einfach nur diesen Teil sich rausnimmt des Abschnittes, ja. Das ist auch sehr hilfreich, um da einfach zu üben, hier diesen Sprung zu machen, diesen kleinen. Also wir springen ja dann mit dem Daumen hier rüber. Und dann wiederholt sich das Ganze nochmal. Und dann sind wir hier wieder auf dem D. Ja, und das ist schon der ganze erste Teil, was die rechte und die linke Hand einzeln spielt. Und jetzt nehmen wir natürlich noch beide Hände zusammen. Und das werde ich dir jetzt ganz, ganz langsam erstmal vorspielen, dass du es nachspielen kannst. Und dann sage ich dir nochmal, wie wir das so im Detail anschlagen. Ganz, ganz wichtig, also nimm wirklich erst beide Hände zusammen, wenn du die linke Hand und die rechte Hand einzeln, einwandfrei aus dem Kopf spielen kannst, okay? Also gerne nochmal zurück, nochmal wiederholen und dann jetzt hier weitermachen. Alles klar, also ich spiele es dir einmal vor. Das ist der erste Teil. Ja, und das ist der zweite Teil dieses Parts. Und dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich hier ein bisschen schneller geworden bin auf der rechten Hand beim zweiten Mal, also bei der Wiederholung. Dass ich da ein bisschen den Rhythmus, ein bisschen die Geschwindigkeit verändert habe. Wie gesagt, das sind so diese Variationen, die ich damit einbaue. Damit das nicht einfach zu simpel klingt, ne? Musst du aber jetzt erstmal nicht machen. Wichtig ist, dass du hier die Melodie erstmal spielen kannst, ne? Okay, ja. Wie spielen wir das Ganze? Also wir schlagen im Prinzip erstmal beide Hände gleichzeitig an. Also wenn wir hier das Fis anschlagen, schlagen wir hier auch das A an und dann wieder zusammen, zusammen. Ja, also das alles zusammen. Das wäre jetzt so ein kleiner Abschnitt, den man schon mal üben könnte. Das ist auch bei dem Zusammenspiel mit beiden Händen sehr, sehr wichtig, sich das auch in ganz, ganz kleine Abschnitte einzuteilen, weil das ist ja im Prinzip das Schwierigste, ja. Das ist die schwierigste Disziplin beim Klavierspielen, beide Hände zusammenzunehmen, weil man das Gehirn trainieren muss, hier diese Koordination aufrechtzuerhalten. Das sind wir von Natur aus nicht gewöhnt, hier, dass linke und rechte Hand unterschiedliche Dinge machen. In dem Fall ist es noch einfach, weil wir hier beide Hände gleichzeitig immer hier anschlagen, also immer die Tasten gleichzeitig anschlagen. Das wäre jetzt so der erste kleine Teil. Dann schlägt hier die rechte Hand alleine das Ass an und dann geht es hier wieder zusammen weiter. Und dann hier wieder die rechte Hand alleine das D. Also wir schlagen immer zusammen an, ja. Bis hierhin, dann schlägt die rechte Hand alleine an und dann wieder zusammen und dann wieder die rechte Hand alleine. Ja? Und was immer wichtig ist oder gut ist, wenn du dich mit der linken Hand schon mal gedanklich, aber auch körperlich in die Richtung bewegst, in die du dann musst, also wenn du die Zeit dafür hast, ja, also wir sind ja hier, guck mal so, und jetzt spielt er die rechte Hand und in der Zeit, wo ich mit der rechten Hand hier die Taste anschlage, kann ich ja mit der linken Hand hier schon hingehen, ja.
Das spart uns dann Zeit, dass wir jetzt hier nicht so, ach so, ich muss ja jetzt hier gleichzeitig rüber, ja, also da können wir wirklich hier schon rübergehen mit der linken Hand. Okay, dann spielt die rechte Hand wieder alleine diese beiden Töne, also das A und das Cis, und dann geht es wieder genauso, wie wir es vorher hatten. Genau das gleiche wie im ersten Abschnitt, okay? Ich wiederhole nochmal, also zusammen, 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 rechte Hand alleine. Wir können mit der linken Hand schon mal rüber wechseln. Zusammen, 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 rechte Hand alleine, rechte Hand alleine, rechte Hand alleine und wieder zusammen. Rechte Hand alleine, zusammen und wieder rechte Hand alleine. Das ist es im Prinzip. Ja, und wenn du dann soweit bist, kannst du auch das Haltepedal mit dazu nehmen. Zum Haltepedal sage ich nur schnell 3 Worte. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Du kannst auch erstmal ohne Haltepedal üben. Aber das Haltepedal halten wir ja gedrückt, damit die Töne, ja, man hört es schon, damit die Töne wirklich gehalten werden. Also damit wir, wenn wir hier runtergehen, trotzdem noch diesen Klang behalten. Und wir gehen immer vom Haltepedal runter und wieder drauf. Also wir gehen kurz mit dem Fuß runter und wieder drauf, wenn wir den, in der Regel, wenn wir den Grundakkord wechseln. Also wenn wir jetzt hier irgendeinen größeren Sprung haben. Ja, also wir bleiben also hier drauf. Und jetzt haben wir ja hier den Sprung auf der linken Hand, die springen wir ja auch im Akkord. Und dementsprechend gehen wir hier an der Stelle, also wenn wir jetzt hier fertig sind, kurz runter, wieder drauf. In dem Moment, wo ich hier anschlage, gehe ich kurz runter, wieder drauf. Und wir bleiben gedrückt. Und jetzt auch hier bleibe ich noch gedrückt auf dem Haltepedal. Und jetzt gehe ich wieder kurz runter, wieder drauf. Okay. Nur noch das dazu, wenn du das Haltepedal dann dazu nehmen möchtest. Aber das bitte auch erst üben, wenn du das alles drauf hast. Also wenn du beide Hände auch super zusammenspielen kannst, Melodie spielen kannst, erst dann das Haltepedal mit dazu nehmen, weil sonst bringt eines dann noch mehr durcheinander. Und das war's auch schon mit dem ersten Part hier dieses Tutorials zu River Flows in You. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bitte einfach wirklich optimal üben, spielen und dann erst, wenn du das kannst, dann zum nächsten Video übergehen. Das nächste Video gibt es dann aus meiner Perspektive nächste Woche, je nachdem, wann du das Video guckst, ist es vielleicht schon online, ist es auf meinem Kanal schon verfügbar. Dann wird es auch in der Endcard hier mit erscheinen. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann im nächsten Part dieses Tutorials. Bis dahin.